Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzvorstellung des AH-6J Little Bird Night Stalkers von Kitty Hawk in 1:35 und zu dessen Besatzung und 4 Delta Force Soldaten aus Resin auch von Kitty Hawk. Also viel Spaß! Fangen wir mit dem Hubschrauber an. Der Bausatz ist ziemlich neu auf dem Markt, er ist aus letztem Jahr vom Herbst und Winter. Der Maßstab ist 1:35 und wie gesagt, man kann mehrere Versionen bauen, den AH-6JM und MH-6J Little Bird. Das Besondere daran ist wirklich der Maßstab, er ist nicht in 1:32 und auch nicht in 1:48, sondern 1:35 und lässt sich bestimmt wunderbar in einem Diorama mit Panzern und jeglichen anderen militärischen Fahrzeug darstellen. Auf der Vorderseite sehen wir eine schöne Boxart mit einem zweiten Little Bird, einem verwundeten Soldaten und einem abgestürzten Black Hawk. Dies ist alles an den Somalia-Einsatz der US-Armee 1992 angelehnt. Unten in der Ecke haben wir ein Foto von den beiliegenden Foto-Ads-Teilen. Auf dieser Seite des Bausatzes sehen wir 2 verschiedene Versionen. Einmal den AH-6J mit Mo Betta, auch Operation Somalia. Und hier einmal den Harley-Davidson Motorcycles, auch Operation Somalia. Die Setnummer ist die KH50003. Nochmal den Hubschrauber mit Bewaffnung. Auf dieser Seite auch nochmal 2 andere Versionen, auch mit Kamerasystem und einigen Sicherheitshinweisen. Und hier nochmal das gleiche wie auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, dann schauen wir einfach hinein. Der Karton ist sehr schön stabil und öffnet nach oben. Als erstes sehen wir hier die Bauanleitung, die wir dann gleich durchgehen werden. Dann haben wir hier eine extra Schachtel mit den ganzen Klarsichtteilen. Das finde ich sehr schön, die sind sehr gut geschützt. Einen großen Beutel mit einem einzelnen Gießast der Hubschrauberzelle, die Rotorblätter, der Boden und Teile des Triebwerkes und hier nochmal ein Gießast mit Antennen und Waffenaufnahmestationen und Zubehör. Dann haben wir hier in einer Extratüte die Foto-Ads-Teile, die Munitionszufuhrgurte und auch Teile für die Waffenanlagen und nochmal die Kits. Dann fangen wir einfach mal mit der Gebrauchsanweisung an. Die Bauanleitung bei diesem Bausatz ist ein kleines Booklet. Es hat 23 Seiten. Auf der Vorderseite nochmal die Boxart. Dann, wenn wir die Seiten aufschlagen, haben wir hier noch einige Zeichenerklärungen, dann Übersicht über die kompletten Gießäste sowie die Klarsichtteile und Foto-Ads und Decals. Dann geht auch schon der Bausatz los. Wir haben hier das Triebwerk, wie es zusammengesetzt wird, aus mehreren Teilen. Bei dem Hubschrauber kann man die komplette Triebwerksabteilung öffnen oder geschlossen darstellen, sodass man einen schönen Blick auf das Triebwerk hat. Das sieht man hier gut, die Feuerschutzwand, Triebwerksaufhängung und dann das Verbauen des einzelnen Triebwerkes. Bei Schritt 3 geht es mit der Mittelkonsole los, mit dem kompletten Armaturenträger und extra Bildschirm sowie die Sticks. Dann haben wir hier eine kleine Trennwand, wo die Sitze der Piloten aus mehreren Teilen gefertigt werden und da kommen auch schon die ersten Foto-Ads-Teile mit zum Einsatz, die Gurte. Hier muss man dann aufpassen, wenn man die Besatzung hat, wie ich sie mir gekauft habe, werden die Sitze ausgetauscht gegen Resinsitze. Das muss man hier schon im Kopf behalten. Dann haben wir hier die Pedalerie, die an den Boden geklebt wird. Und hier geht es los, optional. Man muss aufpassen, den Hubschrauber kann man in 2 verschiedenen Versionen bauen. Einmal als fliegende Waffenplattform mit den ganzen Munitionsbehältern und Waffenhalterung oder einmal als Personal Carrier. Das heißt, er bekommt Trittbretter statt der Waffenstation, wo die Soldaten draußen sitzen. Ich werde diese Version mit den Sitzbrettern bauen. Das muss man alles im Hinterkopf haben.
Dann das Zusammensetzen. Auf die Bodeneinheit kommen dann die kompletten Instrumententräger. Entweder die Waffenhalterung oder das Sitzbrett, der Tank des Hubschraubers, das Heckabteil mit dem kompletten Triebwerk wird angebaut. Dann geht es mit der Flugzelle weiter. Man muss hier schon einige Löcher machen, das muss man beachten, je nachdem welche Version man baut. Dann das Zusammensetzen der Flugzelle, so wie bei jedem anderen Hubschraubermodell, großartig. Hier auch nochmal ein paar Löcher und dann die ganzen anderen Anbauteile. Dann geht es mit den Klarsichtteilen los. Die Frontscheibe bekommt von innen auch nochmal Instrumente, das muss man vorher verkleben. Wahlweise kann man Türen anbauen und hier sieht man, entweder ist die Triebwerksabdeckung offen oder geschlossen darstellbar. Da geht es mit den Waffen los. Da wird eine sechsläufige Minigun zusammengesetzt aus Fotoätzteilen und normalen Plastikteilen. In der Mitte der Bauanleitung haben wir die ganzen Bemalvorschläge, die lassen sich nochmal extra aufklappen. Kann man schön sehen, welche Version man bauen will. Ich finde es auch sehr schön, dass es farblich dargestellt wird. Dann hier auch nochmal mit den Decals auf den Waffenauflagen, auf den Pots für die Raketen. Die Farben sind alle dieselbe für die Außenhaut, weil das ja schließlich Army-Hubschrauber sind. Die haben großartig keine Tarnung. Und dann nochmal die letzte und vierte Version. Das kann man natürlich auch raustrennen und sich extra legen zum Lackieren und Bauen. Dann geht es hier weiter mit der GAU 19. Wird auch mit Plastikteilen und Fotoätzteilen zusammengesetzt. Dann der Anbau der Waffen. Also der Hubschrauber ist wirklich sehr stark bewaffnet, wenn man das möchte. Dann Anbringen der Kufen. Das wird etwas schwierig, da muss man genau schauen, dass die Kufen wirklich gerade ausgerichtet sind, dass der Hubschrauber schön steht, weil es keinerlei weitere Verstrebungen gibt. Da muss man auch einen guten Klebstoff nehmen, also entweder einen schönen Tamiya-Klebstoff oder Sekundenkleber. Dann geht es hier weiter mit dem Biegen der Munitionsgurte, nenne ich es einfach mal. Das sind die Zuführungen, die die Patronen transportieren aus den Munitionsbehältern. Diese sind aus Fotoätz, die muss man zweimal biegen und dann schön lang stängeln lassen in die Waffen hinein. Für die große Minigun und für die kleine. Hier kann man sich dann noch entscheiden, wahlweise auch wieder Türen anzubauen. Also mein Hubschrauber bekommt keine Türen und wie gesagt Besatzung. Die andere Tür auf der Gegenseite genau gespiegelt. Dann hier nochmal Halterung für Seile zum Abseilen aus dem Hubschrauber. Und noch ein Licht. Und zu guter Letzt der Rotorkopf. Haben wir einmal den Heckausleger. Dann Taumelscheibe und Aufnahme des Rotors. Dann bringt der Rotorblätter, Abdeckung. Und auf Seite 22, Schritt 19, Anbringen der letzten beiden Teile. Und dann ist der Hubschrauber auch soweit fertig. Hier sieht man nochmal ganz genau, was man für Waffen verbauen kann. Einmal ungelenkte Raketen, dann Hellfires. Und die ungelenkten Raketen gibt es in verschiedenen Größen. Und natürlich das Waffenlayout, je nachdem welche Version, wo welche Waffe hinkommt, damit der Hubschrauber auch realistisch aussieht. Hier sieht man auch schon eine Besonderheit, die Rotorblätter sind vorgebogen vom Hersteller. Das wird man gleich bei den Bauteilen sehen. Beginnen wir mit den Clear Parts. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde es sehr schön, dass diese extra verpackt und geschützt sind, dass diesen auf keinen Fall etwas passieren kann. Auch nochmal in einer Tüte eingeschweißt. Rausziehen. Die wunderschöne Frontscheibe in einem Teil. Und auch die sehr klaren Seitenfenster für die Türen. Natürlich Positionslichter, Scheinwerfer und alles andere weiter auch noch. Aber ich denke mal, ihr könnt das gut auf dem Video erkennen, die wirklich sehr klar sind. Die Frontscheibe verzerrt nur ein wenig, wenn die Seitenscheiben absolut wundervoll sind.
Kommen wir nun zu den größeren Gießästen. Dieser beinhaltet die Flugzelle, dann zum Beispiel die Sitzbretter, Teile des Rotors, Mittelkonsole, Teile für den Heckausleger sowie nochmal Seitentüren und Heckrotor. Der Detailgrad auf dem Modell und der Guss sieht wirklich sehr schön aus. Die kleinen Nieten und Vertiefungen und Blechstöße sind sehr gut zu erkennen. Hier hat man ein wenig eine Sinkstelle. Vielleicht könnt ihr das sehen. Das ist aber nicht weiter schlimm, das kann man bestimmt sehr gut verspachteln. Ansonsten sind auf dieser Seite natürlich keine Auswurfmarken. Das sind Auswurfmarken, aber die kann man auch sehr gut versäubern und vieles wird ja auch von dem Innenraum abgedeckt. Hier haben wir den Instrumententräger, auch mit schönen scharfen Details. Die Sitzbretter, Innenwände, Heckausleger, Teil der Sitze. Was mir auffällt, es gibt kaum Fischhäute. Die Angusspunkte sind schön klein gewählt, also man kann sie gut abtrennen und versäubern. Am Ende vom Video mache ich wieder einzelne Fotos von den Gießästen, da könnt ihr sie euch pausieren und in Ruhe anschauen. Auch hier wieder keine Fischhäute zu sehen. Schön klar und scharf gegossen. Die Läufe herauszutrennen und nicht zu beschädigen, das kann ich mir etwas schwierig vorstellen, aber mit einem guten Seidenschneider müsste das ohne weiteres gehen. Hier haben wir eine unschöne Stelle oder auf beiden Teilen. Das sind die Waffenaufnahmen für die Hellfire-Raketen. Hier haben wir unschöne Sinkmarken direkt auf der Oberfläche. 2 Stück, einmal mehr und einmal weniger, aber die kann man auch, glaube ich, mit Spachtelmasse ganz gut verfüllen.
machen natürlich, wie Microsol oder Tamiya Markfit Strong. Kommen wir nun zu dem Highlight dieses Bausatzes, wie ich finde. Die Besatzung und die Soldaten zu bekommen war sehr schwierig. Ich musste sie mir aus Asien holen, weil es noch keinen Händler in Deutschland oder Europa gibt, der sie anbietet. Das heißt, ich musste sie direkt importieren lassen und auch noch Zoll zahlen. Aber das war es mir wert. Ich werde den Hubschrauber nur mit der Besatzung bauen, weil ich finde, die beiden gehören einfach zusammen und was erinnert dann besser an Black Hawk Down oder andere Filmausschnitte aus Somalia. Sie sind extra eingepackt in einer kleinen Pappschachtel, gut geschützt, damit ihnen nichts passiert. Wenn wir sie aufklappt, kommt einmal Polsterfolie, dann hat man zwei in Plaste verschlossene Sätze mit den Figuren. Diese öffnen sich nach oben, nachdem man das Klebeband durchtrennt hat. Da haben wir einmal die Piloten mit ihren neuen Sitzschalen, die ausgetauscht werden müssen, und die 4 Delta Force Soldaten mit unterschiedlicher Bewaffnung, auch mit M4 Karabiner sowie mit einer Tactical Shotgun und nochmal zusätzlichen Munition. Schauen wir sie uns mal im Detail an. Fangen wir mit den Piloten an. Die Figuren sind sehr schön eingepackt und geschützt, damit nichts abbricht. Sie bestehen aus Resin. Man hat 2 Piloten. Der Angusspunkt befindet sich unten bei den Schuhsohlen, lässt sich abtrennen. Hier haben wir einmal ein Nachtsichtgerät extra angegossen, was sich am Helm an dieser Vertiefung befestigen lässt, weil es sind ja die Night Stalker, das heißt, sie fliegen nachts. Der Detailgrad der Figur ist fantastisch. Ich hoffe, ich kriege das scharf gestellt. Das Gesicht schaut zwar etwas ausdruckslos, aber ist ja auch konzentriert. Die Hände und Finger sehr schön gegossen. Man hat keine sichtbare Trennnaht, die man versäubern muss. Eine taktische Weste und der Faltenschlag der Uniform ist auch echt toll geworden. Das Funkgerät, das Headset, alles wirklich gut zu erkennen und schön gegossen. Der zweite Pilot schaut etwas nach unten, hat aber auch den Steuerknüppel und den Pitch in der Hand. Trägt auch eine taktische Weste. Hier sieht man nochmal den extrem tollen Faltenwurf der Kleidung. Die ist dann schön mit einem Wash betonen lassen und auf Highlight setzen lassen. Auch nochmal das Nachtsichtgerät, das hier oben hineinkommt. Und die beiden Sitze, die extra für diese Figuren sind. Diese sind wirklich hauchdünn, schön gegossen und sehen toll aus. Richtig natürlich, wie der Stoff fällt. Man muss nur dann den kleinen Angusspunkt versäubern. Kommen wir nun zu den Soldaten. Hier handelt es sich, also ich vermute, es sind 4 Delta Force Soldaten. Ich habe ein wenig gegoogelt und verglichen und muss sagen, dass die Ausrüstung sowie die Helme, taktische Waffen, Knieschoner und sowas lassen wirklich darauf schließen, dass es Delta Force Soldaten sind. Und die wurden ja auch 92 in Somalia eingesetzt, was man ja auch in dem Film Black Hawk Down sieht. Fangen wir mit der ersten Figur an. Angusspunkt ist wieder unten an den Stiefeln. Dieser Soldat schaut nach unten. Der Fokus ist immer darstellen würde. Er hat die Waffe vor sich in der Hand. Man sieht hier schön an seiner Weste sind Granaten befestigt. Knieschoner. Hier hat man ein wenig Trennnaht, die man fast säubern muss. Sein Headset, seine Brille und seine Pistole.
Hier hinten am Genick ist ein wenig das Kabel des Funkgerätes durchtrennt. Das muss man ausbessern. Das ist leider etwas defekt und der Haaransatz. Aber ansonsten sieht die Figur sehr gut aus. Hier auch zwischen den Beinen muss man noch etwas versäubern und spachteln. Kommen wir zum zweiten Soldaten. Dieser funkt gerade, der hält sein Funkgerät in der Hand. In der anderen Hand hält er auch eine von den Waffen, die man sich dann aussuchen kann. Seine Pistole. Er trägt einen Rucksack und eine kleine Tasche am Gürtel. Hat die Brille im Gesicht. Der Faltenwurf der Kleidung spricht für sich. Auch die Schnürsenkel der Stiefel sind gut zu erkennen. Der dritte Soldat hat auch die Brille im Gesicht, trägt die Waffe vor sich wie der erste, hat mehrere Taschen hinten am Gürtel sowie das Funkgerät. Sogar das Band der Staubschutzbrille ist gut zu erkennen, wie es um den Helm geführt wird. In der Hand hier vorne ist ein wenig Draht, den man noch versäubern muss, aber das gibt ja eine ganz feinen Pfeile ganz gut. Kommen wir zum letzten Soldaten. Dieser hat auch die Waffe vor sich. Die Brille ist oben, man kann das Gesicht sehr gut erkennen. Hier sieht der Falkenwurf ein wenig übertrieben aus, muss ich sagen, an den Beinen. Sieht fast aus wie ein Fallschirmspringer in einem zu groß geratenen Anzug. Taschen, Gürtel und das Funkgerät. Hier ist das Kabel zum Beispiel im Genick nicht unterbrochen. Im Gegensatz zu dem, da sieht man es, wie es unterbrochen ist. Das müsste man halt noch reparieren. Der hat die Füße zusammen. Angusspunkt auch wieder an den Füßen. Kommen wir nun zu den Waffen. Die Waffen der Soldaten sind nochmal extra gesichert mit einem Stück Tesafilm. Dann haben wir hier 3 M4 Karabiner. Die sind wirklich auch sehr schön scharf gegossen. Den Abzug erkennt man wieder ganz genau. Granatwerfer, Optik. Lauf muss vorne abgetrennt werden, diese Halterung, dieser Schutz. Ansonsten auch hinten die Schulter wirklich sehr schön geworden. Der zweite Satz Waffen ist nochmal ein M4 mit Granatwerfer, zusätzlichen Magazinen, einer taktischen Schrotflinte und nochmal eine M4. Um sie von den Gießast zu trennen, empfehle ich immer eine kleine Säge. Ich habe eine Säge von Trumpeter und die lässt sich eigentlich sehr gut anwenden damit. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst auch nicht mal auf meiner Facebook-Seite vorbeizuschauen. Ich blende hier mal was ein, wie ich dort heiße. Dort könnt ihr meinen aktuellen Projekten folgen, was ich gerade mache und welche Techniken ich ausprobiere, bevor irgendwelche Videos entstehen. Natürlich auch Ankündigungen zu den Videos. Über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar würde ich mich freuen. Bis denn, euer Ben.